Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mein klassisches Rezept für fluffigen Kaiserschmarrn. Ich serviere das Dessert gerne mit Apfelmus. Und dafür brauchen wir 3 Esslöffel Butter, 4 Eier Größe M, die ich schon getrennt habe, 30 Gramm Rosinen eingelegt in Wasser, ihr könnt zum Einlegen auch Saft oder Rum verwenden, 30 Gramm Zucker, eine Prise Salz, eine Packung Vanillezucker, 150 Gramm Mehl, 50 Gramm Puderzucker und 250 Gramm Milch. Das Eiweiß schlage ich nun in einem hohen Gefäß mit der Hälfte vom Zucker und der Prise Salz so lange auf, bis es Spitzen zeigt oder fest geworden ist. Ich stelle es kurz auf den Kopf und wenn nichts rausläuft, ist es fest. Nun vermenge ich das Eigelb, den restlichen Zucker und den Vanillezucker. Danach gebe ich auf 3 bis 4 Mal abwechselnd Milch und Mehl hinzu und verrühre es, bis sich alles verbunden hat und ganz viele Luftbläschen entstanden sind. Danach hebe ich das Eiweiß auf 3 bis 4 Mal unter. 1 Esslöffel Butter habe ich bei mittlerer Hitze in meiner Pfanne geschmolzen und gebe nun die Hälfte des Teiges hinein. Auf mittlerer Temperatur nach etwa 2 Minuten verteile ich die Hälfte der Rosinen darüber. Nach 3 Minuten prüfe ich, ob der Teig fest und goldbraun geworden ist und teile ihn dann in 4 Stücke. Die Oberfläche bestreue ich jetzt mit Puderzucker. Und nun wende ich die 4 Stücke und gebe noch einen Esslöffel Butter dazu. Die Oberfläche bestreue ich wieder mit Puderzucker. Sobald die Unterseite auch goldbraun geworden ist, zerteile ich alles in ungleiche Stücke und wende die Stücke erneut zum Karamellisieren mit einem Butterstückchen. Vielen Dank für das Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.